Hier sieht man also mal so eine, ich nenne es mal Zipfelmützenparade. So eine mehr verbrutzelte als gelötete Lötstelle. Rundherum sieht das auch nicht sonderlich sauber aus. Ausgehend jetzt von diesem Pin, wo vermutlich das Lötauge abgelöst ist. Hier ist eine Lötzinnkugel, die da also auch nicht unbedingt hingehört. Sieht also die Reihe auch im Weiteren nicht wirklich berauschend aus. Und da oben kann man sehen, dass die Lötspitze offenbar den Kunststoffkörper des Bauteils berührt hat. Und so zieht sich das also durch diese ganze Reihe. Das ist ein Userport. Das darf also alles nicht so sein. Wir müssen also mal über das Löten reden und das machen wir heute. Es geht jetzt nicht darum, diese Lötstellen schlecht zu reden. Löten ist ein Prozess, das muss man lernen und üben. Hat man aber eine gute Löttechnik, dann kann man sich auf so einer Platine ein Stück Hardware erschaffen, das Jahre, teilweise auch Jahrzehnte lang hält. Und zum anderen kann man sich schon im Vorfeld eine aufwendige Fehlersuche ersparen, wenn man sich eben keine schlechten Lötstellen einbaut. Nun ist es ja nicht so, dass es nicht schon genügend Lötvideos gäbe. Ich habe aber einige Bausätze zurückbekommen mit der Begründung, funktioniert nicht. Die Bausätze bzw. die fertigen Platinen habe ich mir dann natürlich angeschaut. Und ich bin der Meinung, ein weiteres Lötvideo kann nicht schaden. Wir steigen da bei der Theorie ein und landen am Schluss bei perfekten Lötstellen. Los geht's mit der Ausrüstung. Wie bei jeder Tätigkeit muss natürlich das Werkzeug für die Aufgabe geeignet sein. Allem voran natürlich der Lötkolben, auf den gehe ich gleich noch gesondert ein. Ansonsten sind eigentlich nur Hobbywerkzeuge notwendig, die man so oder so normalerweise schon zu Hause hat. Beispielsweise ein kleiner Seitenschneider zum Drähte abzwicken, eine Spitzzange zum Biegen von Drähten, dafür kann man auch so eine Biegelehre verwenden, dann wird das Ganze noch akkurater. Eine ESD-Bürste, warum die so wichtig ist, darauf komme ich noch. Hier ist eine Entlöt-Saugpumpe, braucht man schon nicht mehr unbedingt. Eine Zange, eine Abisolierzange, die ist also auch nicht mehr so zwingend erforderlich. Man kann Drähte auch vorsichtig mit dem Seitenschneider abisolieren. Was sich auch empfiehlt, ist ein ESD-Armband. Das wirkt gegen eine elektrostatische Aufladung im eigenen Körper, die eventuell elektronische Bauteile beschädigen könnte. Das Armband kann man beispielsweise mit dieser Klemme an das Metallgehäuse eines Elektrogerätes anstecken. Das muss natürlich dann in der Steckdose stecken, damit das Gehäuse auch tatsächlich geerdet ist. Oder bei besseren Lötstationen steckt man das Armband direkt an die Lötstation an und damit ist das Armband auch geerdet. Warum ist das nun so wichtig mit der elektrostatischen Aufladung bzw. Entladung? Der Körper, der menschliche Körper kann sich elektrisch aufladen. Das ist nicht viel. Wenn man aber nun so ein kleines elektronisches Bauteil anfasst, kann sich diese Ladung entladen und dadurch das Bauteil beschädigen. Deswegen entweder den Körper erden und somit die Ladung abführen oder elektrostatisch sichere Werkzeuge und Materialien verwenden. Dann ist diese Gefahr gebannt und die Bauteile sind geschützt. Während meiner Videos lege ich das Armband nicht an, einfach damit hier nicht so ein Kabelgewirr durchs Bild schwirrt. Löten ist prinzipiell ein sehr ungefährliches Hobby. Dennoch ist es natürlich so, der Lötkolben ist heiß, man kann sich selber verbrennen, man kann ihn aus Versehen irgendwo falsch ablegen. Also da einfach darauf achten. Der nächste Punkt wäre natürlich die eigene Gesundheit. Beim Löten würde ich immer empfehlen, auf Essen, Trinken und Rauchen zu verzichten. Man fasst das Lötzinn an, man fasst die Bauteile an und alles, was danach über die Lippen absorbiert werden könnte, könnte durchaus gesundheitsschädlich sein. Also einfach Essen, Trinken, Rauchen sein lassen beim Löten. Der Lötrauch, der beim Löten zwangsläufig entsteht, ist auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Da also darauf achten, dass man den nicht unbedingt einatmet. Im Hobbylötbereich würde ich einfach 2 Fenster auf Kipp stellen, dass ein bisschen Luftzug ist. Dann ist das schon okay. Wenn man öfter lötet, gibt es auch solche Absaugvorrichtungen. Kosten auch nicht die Welt, kann man sich durchaus leisten. Der letzte Punkt bei der Sicherheit wäre natürlich der elektrische Strom. Die 5 Volt sind für den Körper vollkommen ungefährlich. Deswegen sind auch meine ganzen Platinen nicht mit Gehäusen geschützt. Ist nicht notwendig. Bei 5 Volt kann dem menschlichen Körper nichts passieren. Großes Aber. Aber es ist dennoch elektrische Spannung, elektrischer Strom am Werke. Und beispielsweise in defekten Bauteilen, in defekten Geräten können defekte Bauteile eine fürchterliche Hitze entwickeln
Und diese Hitze kann wiederum natürlich eine sekundäre Gefahrenquelle darstellen. Entweder man kann sich dann verbrennen, wenn man hinfasst, ist also auch nicht angenehm, oder es kann auch eine Brandquelle darstellen. Damit ich in Ruhe und ordentlich arbeiten kann, lege ich mir meine Werkzeuge, die ich also brauche, vorher bereit. Genauso meine Bauteile, die kommen in so ein Schälchen, dann fliegen die nicht wild in der Gegend rum. Bevor wir gleich zum praktischen Löten kommen, noch kurz ein bisschen Theorie, denn ohne Theorie leider keine gute Praxis. Was ist also erstmal eine Lötstelle überhaupt? Eine Lötstelle ist eine elektrisch leitfähige Verbindung. Ist eine solche Verbindung elektrisch nur schlecht leitfähig oder sporadisch oder überhaupt nicht, dann spricht man von einer kalten Lötstelle. Deswegen, weil solche Lötstellen oft bei Lötungen mit zu niedriger Temperatur entstehen. Heißt nicht, dass man jetzt ständig auf höchster Temperatur löten sollte. Und schon sind wir also drin in Zahlen, Daten und Fakten. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Loten, beziehungsweise Lötzinn ist das gleiche, nämlich bleihaltiges Lot und bleifreies Lot. Das bleihaltige Lot hat einen Schmelzpunkt von ungefähr 180 Grad, braucht zum Verarbeiten eine Temperatur von ungefähr 200 Grad. Das Lot, das Lötzinn, muss kriechfähig und fließfähig werden. Soweit muss es also erhitzt werden, dass es sich mehr oder weniger verflüssigt. Bleifreies Lot hat einen Schmelzpunkt von ungefähr 220 Grad, wird aber bei einer Temperatur von etwa 360 Grad verarbeitet. Erst dann erreicht es richtig gute Löt-, Fließ- und Kriechfähigkeiten. Ich gehe meistens dabei sogar noch etwas höher. Das ist aber eine Frage des persönlichen Geschmacks, als auch des Lötkolbens, als auch des Lötzinns. Die Sache ist die, es gibt natürlich wahnsinnig viele verschiedene Lötkolben, es gibt genauso viele verschiedene Lote und dann hat man noch seinen persönlichen Geschmack, sein persönliches Arbeitstempo beispielsweise. Das hat alles Einfluss darauf, wie die Lötstelle am Ende wird. Warum gibt es jetzt überhaupt zwei unterschiedliche Arten von Lötzinn, eben bleihaltig und bleifrei? Man hat früher dem Lötzinn Blei zugesetzt aus verarbeitungstechnischen Gründen. Einerseits hat das Blei den Schmelzpunkt gesenkt, man konnte also energieärmer verarbeiten. Andererseits hat das Blei die Löteigenschaften, also die Kriech- und Fließfähigkeit verbessert. Nun ist aber Blei nun mal gesundheitsschädlich, deswegen darf im gewerblichen Bereich bleihaltiges Lot überhaupt nicht mehr verwendet werden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, beispielsweise im Reparatursektor, da darf man das noch machen. Ansonsten muss der Gewerbetreibende grundsätzlich bleifreies Lötzinn verwenden. Und das würde ich eigentlich auch jedem Privatanwender empfehlen. Blei ist nun mal gesundheitsschädlich. Und die modernen Lötzinne, die sind genauso gut wie ihre Kollegen mit Blei. Die stehen also in Fließfähigkeit und Verarbeitungsfähigkeit den bleihaltigen Pendants in nichts nach. Nun gibt es aber halt viele verschiedene Legierungen, also Zusammensetzungen von Lötzinn. Jedes Lötzinn, jede Legierung hat also seine eigenen charakteristischen Merkmale und Eigenschaften. Man muss im Zweifel also einfach durch Probelötungen herausfinden, bei welcher Löttemperatur es am besten zu verarbeiten ist. Diese angegebenen Werte von mir sind also als Circa-Angaben zu verstehen und müssen letztendlich in der Praxis erprobt werden. Dann kommen wir mal zu den verschiedenen Lötspitzen, die es so gibt. Man sieht also hier ganz links eine sogenannte Nadellötspitze. Das in der Mitte ist schon so eine leicht abgerundete, etwas größere. Und das rechts ist eine sogenannte Meißellötspitze. Die habe ich also auch gerade im Kolben drin. Man sieht auch, dass die in Benutzung ist. Bei meinen Bausätzen und beim Gros der Elektronik eigentlich ist also diese Meißelspitze mit 1,5 mm Breite vorne vollkommen geeignet. Die kleineren Lötspitzen braucht man eigentlich nur für besonders diffizile Lötaufgaben. Als nächstes wäre dann die Leistung bzw. die Löttemperatur eines Lötkolbens oder einer Lötstation zu erwähnen. Man kann sich jetzt also gut vorstellen, dass so eine kleine Lötstelle deutlich weniger Energiezufuhr und Wärme braucht, um ordentlich durcherhitzt zu werden, als beispielsweise so eine große Lötfahne mit einer relativ großen Kontaktfläche. Einerseits sollte so ein Lötkolben oder eine Lötstation also genügend Leistung mitbringen, um auch eine größere Lötstelle ordentlich auf Temperatur bringen zu können. Andererseits sollte dieser Lötkolben auch so zuverlässig in der Leistung geregelt werden können, dass man die Wunschtemperatur relativ gradgenau einstellen kann. Dann fangen wir mal an mit unseren ersten Lötungen. Ich nehme hier einfach so eine alte Lochrasterplatine. Wenn da das Kupfer so ein bisschen oxidiert ist über die Zeit, nehme ich mir nur so einen alten Haushaltsschwamm, die raue Seite und rubbel da so ein bisschen drüber.
Dann ist das Kupfer wieder schön blank und nimmt das Lötzinn gut an. Und natürlich den Schwamm danach nicht mehr zum Spülen oder so verwenden, einfach als Hobby-Bastelschwamm weiter hernehmen. Ich lege mir zum Löten so ein Stückchen Steckschaum unter, da werden normalerweise ICs drin transportiert zum Schutz der Beinchen, auch antistatisch, damit den ICs nichts passieren kann. Ich löte gerne mit der Platine flach aufliegend. Es gibt auch die sogenannte dritte Hand, da kann man seine Platine also an diesen beiden Zangen oder Greifern einklemmen und würde dann sogar mit der Lupe seine Lötstelle besser sehen können. Ich mag es, wie gesagt, lieber flach aufliegend, gibt mir einfach ein besseres Gefühl. Die Lupe kann ich beispielsweise durch so eine Lupenbrille ersetzen. Da kann ich also auch mal, wenn es besonders diffizil wird, meine Lötstellen ganz genau sehen. Diese dritte Hand kann trotzdem ganz gute Dienste erweisen. Wenn man nämlich zwei Drähte zueinander löten muss oder aneinander löten muss, dann kann man die hier schön fixieren, einklemmen und dann halten die wirklich still beim Verlöten. Das ist nämlich auch so eine Grundregel beim Löten. Die Lötstelle darf während des Erkaltens beim Erstarren nicht bewegt werden. Wird die Lötstelle beim Erkalten bewegt, kommt aller Wahrscheinlichkeit oder zumindest sehr wahrscheinlich eine kalte Lötstelle dabei raus, also eine schlecht oder nicht leitende Lötstelle. Dann zum ersten Lötvorgang. Ich nehme jetzt einfach nur ein Stückchen Draht als Drahtbrücke, lege das in meine Biegeleere ein, drücke die Enden nach unten, dann habe ich schöne 90 Grad Winkel. Man kann das natürlich genauso gut mit einer Spitzzange biegen. Die Biegeleere kostet nur ein paar Cent, aber wenn man keine hat, geht es mit der Spitzzange genauso. Verlötet wird natürlich auf der Seite, auf der das Kupfer ist. Das heißt, die Bauteile und in dem Fall auch die Lötbrücke werden von oben eingesetzt. Und dann wird von unten verlötet. Ich mache es jetzt also immer so, dass ich meinen Lötkolben von rechts, weil ich Rechtshänder bin, anführe und das Lötzinn schon so ein Stückchen vorher ansetze. Das heißt, dass zuerst der Lötkolben auf das Lötzinn trifft, ein bisschen Lötzinn schon verflüssigt wird und dadurch eine viel bessere Wärmeübertragung stattfindet, als wenn man nur den Lötkolben hier dran hält. Man muss sich vorstellen, diese Oberfläche ist natürlich nicht spiegelglatt. Genauso wie an der Lötstelle mikroskopisch kleine Erhebungen auf dem Kupferpad sind und auch der Draht natürlich durch seine runde Form schon alleine keine wirklich große Kontaktfläche bieten kann. Das gleiche ich also durch ein bisschen Lötzinn als Wärmeüberträger etwas aus. Dann warten, bis alles schön erhitzt ist und wenn das Lötzinn schön verflossen ist, den Lötkolben wegnehmen. Das gleich nochmal. Lötzinn so ein bisschen vorderhalb dran halten, mit dem Lötzinn rangehen, das Ganze aufheizen, ausreichend Lötzinn nachführen, damit sich alles verflüssigen kann und dann den Lötkolben wegnehmen und während des Erstarrens die Lötstelle nicht bewegen. Also zuerst das Lötzinn, dann den Lötkolben. Dem Ganzen die Zeit geben, dass es sich alles erwärmen und verflüssigen kann, dann den Lötkolben wegnehmen und währenddessen nicht bewegen. Das gleiche auf der anderen Seite. Erwärmen, dem Ganzen etwas Zeit geben. Wenn genügend Lötzinn da ist, das Lötzinn natürlich wegnehmen, danach den Lötkolben wegnehmen und nicht mehr weiter erwärmen. Das war jetzt gerade eine deutlich zu hohe Einwirkdauer eigentlich zum Erklären und damit man es besser sieht, bin ich jetzt mit dem Lötkolben länger dran geblieben als nötig. Ich mache mal eben noch eine Drahtbrücke in Normalgeschwindigkeit. Lötzinn ansetzen, Lötkolben ansetzen und fertig. Lötzinn, Lötkolben, Lötzinn weg, fertig. Das war jetzt also so ein bisschen die Normalgeschwindigkeit.
Da kann man jetzt natürlich etwas variieren, je nachdem, was einem besser liegt. Das kann man dann auch mit der Temperatur in Maßen ausgleichen, ob man eben schneller oder langsamer lötet. Wichtig ist immer die Lötstelle, alle 3 Komponenten, also das zu verlötende Bauteil, als auch das Lötauge auf der Platine und natürlich das Lötzinn müssen so weit erhitzt werden, dass das Lötzinn gut fließt und alle Bauteile schön umfasst und dadurch die elektrische Verbindung überhaupt erst herstellt. Dann kürzen wir mal die Drahtbrücken. Hier gibt es 2 Sachen zu beachten oder zu beherzigen. Einerseits beim Abknipsen nicht zu weit unten. Man sollte gerade frische Lötstellen möglichst nicht mechanisch allzu stark belasten. Natürlich hält das, man kann da jetzt an so einem Bauteil kann man auch rumziehen. Das ist natürlich auch mechanisch fest. Wenn ich jetzt aber zu weit unten abzwicke, dann quetsche ich die Lötstelle einfach unnötig und setze ihnen den mechanischen Stress aus. Also oberhalb des Lötkegels abzwicken und dabei die Drähte festhalten. Ansonsten fliegen die wie Geschosse durch die Gegend und schlimmstenfalls landen sie im Auge. Für meine Drahtreste habe ich einfach so ein kleines Behälterchen, da schmeiße ich meine ganzen Kleinabfälle rein. Also abzwicken, oberhalb des Lötkegels, abzwicken. Wenn man sich das jetzt mal vergrößert anschaut, dann sieht man hier, wie das Lötzinn, also rundrum um den Draht, man sieht hier, wo er abgeschnitten wurde, rundrum um den Draht schön verlaufen ist. Genau so sollte eine Lötstelle ausschauen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal von der Seite so ein bisschen betrachtet, dann sieht man, dass sich da so ein Kegel ausgebildet hat. Wäre auf der Seite auch, aber da ist die Kupferfläche begrenzt. Und genau so ein Kegel soll entstehen. Das ist also das Anzeichen, dass man weder zu viel Lötzinn genommen hat, dann wäre hier so eine Kugel drauf, aber auch nicht zu wenig. Ein Wort noch zum Lötzinn, egal ob jetzt bleifrei oder bleihaltig. Normalerweise sind moderne Lote so ausgeführt, dass im Inneren als sogenannte Seele ein Flussmittel eingebracht ist. Das Lötzinn ist also nur so eine Röhre außenrum und innen drin ist das Flussmittel. Wofür braucht man jetzt überhaupt so ein Flussmittel? Es hat im Prinzip 2 Aufgaben. Es wird erstmal aktiviert durch die Temperatur des Lötkolbens und verflüssigt sich dabei. Dadurch wird also ein bisschen loser Dreck von der Lötfläche weggeschwemmt. Auch die Oxidschicht wird in Maßen entfernt. Und zum Zweiten senkt dieses Flussmittel die Oberflächenspannung des Lötzinns. Dadurch erlangt es wiederum eine höhere Kriechfähigkeit. Die Lötstelle wird also insgesamt besser. Zum Durchmesser des Lötzinns kann man auch noch ein Wort verlieren. Im Hobbybereich 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm. Da muss man auch wieder für sich seinen Kompromiss finden, mit dem man am besten zurechtkommt. Ich nehme meistens 0,7 mm. Das ist für mich der beste Kompromiss aus, ich kann schön dosieren, so wie ich das möchte. Und ich muss auch bei größeren Lötstellen nicht gleich einen halben Meter nachführen, um ein bisschen Material an die Lötstelle zu kriegen. Das Ganze geht dann also genauso gut mit einem Widerstand. Ich nehme meinen Widerstand in meine Biegellehre rein. Die Biegellehre bietet also verschiedene Rastermaßabstände. Rastermaßabstand ist also das, was auf der Platine die einzelnen Löcher sind. Es sind jeweils 2,54 mm und in genau verschiedenen Lochbreiten ist also diese Biegellehre angelegt. Nehmen wir mal diesen hier, Widerstand rein, Beinchen umgeknickt, in die Platine eingesetzt. Und dadurch, dass die Biegellehre eben verschiedene Abstufungen hat, kann man schmale oder breitere Abstände für das Bauteil setzen. Je nachdem, wie das die Platine eben vorgibt. Dann wieder Lötzinn dran, Lötkolben dran, auskühlen lassen. Lötzinn dran, Lötkolben dran, Lötzinn weg, Lötkolben weg. Drähte abzwicken und somit ist auch der Widerstand sauber verlötet. Jetzt könnten wir uns ein Widerstandsnetzwerk nehmen. Hier ist es jetzt natürlich so, dass so ein Widerstandsnetzwerk auch mal schräg stehen kann. Das heißt, ich löte erst einen Punkt fest, richte es mir dann so ein bisschen aus, dass das halbwegs gerade steht.
Und erst dann nehme ich die restlichen Lötpunkte und löte die final fest. Und hier sieht man also, man kann so eine Lötstelle so fein dosieren, dass, obwohl zwar das Lötzinn verläuft, die Löcher auf der gleichen Kupferfläche frei bleiben. Das ist übrigens alles nur Übungssache. Man hat mir das auch erst beipolen müssen, wie man ordentlich lötet. Meine ersten Lötstellen sahen also auch nicht sonderlich schön aus. Hier hätten wir also unser Widerstandsnetzwerk verlötet. Auch das halte ich mal kurz unter das Mikroskop. Man sieht also, wie fein man diese Lötstellen dosieren kann, obwohl zwar das Lötzinn auf der Kupferfläche verlaufen möchte. Hier etwas stärker, werden also die anderen Löcher nicht von dem Lötzinn verschlossen. Das liegt also daran, ob man zu viel oder zu wenig Lötzinn auf so eine Lötstelle gibt. Im Idealfall natürlich genau das richtige Maß. Dass die Lötstellen so matt sind, das ist ein kleiner Nachteil von bleifreiem Lot. Im Gegensatz zu früher waren Lötstellen mit bleihaltigem Lot also schön silbrig glänzend, wenn sie gut waren. Wenn sie so ein bisschen matt waren, dann war das eigentlich ein Anzeichen dafür, dass das eine kalte Lötstelle sein könnte, dass beispielsweise beim Erstarren des Lötzinns die Bauteile bewegt wurden. Da gab es also richtig schöne matte Lötstellen, die dann meistens auch schlecht waren. Bei dem bleifreien Lot, wie gesagt, da ist die Oberfläche generell matt, ganz egal wie toll man lötet, man wird keine silbrig glänzigen Lötstellen mehr hinbekommen damit. Bei einem IC-Sockel mache ich es ähnlich wie beim Widerstandsnetzwerk, damit ich sicher sein kann, dass der schön und plan aufliegt nach dem Verlöten. Löte ich mir also erstmal 2 Punkte an, und zwar die beiden außenliegenden gegenübergesetzt. Und dann schaue ich mir das nochmal an. Hier hat es nämlich genau nicht geklappt. Hier sitzt der Sockel jetzt schräg drin. Dann nehme ich mir bloß den Finger, drücke mir nicht gerade an dem Loch, wo ich löte, den Finger drauf, denn die Hitze steigt nach oben, tut weh, sondern setze meinen Finger jetzt an dem Eck an und erwärme diesen Punkt einfach nochmal. Und dann kann mein Sockel da schön reinrutschen. So, jetzt sitzt er also schön plan auf der gesamten Länge. Dann kann ich meine restlichen Punkte verlöten. Und schon sitzt mein Sockel also drin und ist schön verlötet. Dann nehmen wir uns mal eine Leuchtdiode. Bei Leuchtdioden ist es also so, die haben eine Pullung, ähnlich wie Kondensatoren. Da muss man also drauf aufpassen. Der Lichtschein fängt sich also hier in so einer abgeflachten Seite am Leuchtdiodenkopf. Und genau die gleiche Markierung sollte sich auf einer Platine also wiederfinden, auf dem Platinendruck, sodass man die Diode also auf der richtigen Seite bzw. in der richtigen Orientierung einsetzt. Wir haben halt keine, insofern setzen wir sie einfach irgendwie ein. Auch gucken, dass sie halbwegs plan aufliegt und dann die Diode verlöten. Und wieder oberhalb des Kegels abknipsen, um keine mechanische Belastung auf die frische Lötstelle auszuüben. So, sitzt also auch schön drin. Dann nehmen wir uns mal noch Kondensatoren. Das hier wäre jetzt ein Kondensator ohne Polung. Da erkennt man also am Gehäuse keine Polung irgendwie. Das heißt, man kann den so rum oder auch andersrum einsetzen. Das ist dem Kondensator egal. Der verrichtet also immer seinen Dienst. Lötzinn dran, Lötkolben ansetzen, heiß werden lassen, verflüssigen lassen, Lötkolben wieder weg, Lötzinn, verflüssigen lassen, Lötkolben weg. Drähte abzwicken. Und den kann man dann auch noch so ein bisschen ausrichten. Dann nehmen wir mal so einen Kondensator mit Polung. Man kann das auch wieder ganz gut sehen. Der Kondensator hat also hier eine ganz eindeutige Minusmarkierung.
Da also auf der Platine schauen, Bestückungsdruck beachten, Plus-Minus beachten und den Kondensator richtig einsetzen. Haben wir hier jetzt nicht, also den Kondensator einfach irgendwie rein. So. Warum stipse ich eigentlich meinen Lötkolben immer in der Lötwolle ab? Der Lötkolben in den Phasen, während nicht gelötet wird, reagiert auch schon wieder mit dem Luftsauerstoff. Durch die hohe Hitze wird das natürlich noch begünstigt. Außerdem können sich noch alte Lötreste von dem letzten Lötvorgang dran befinden. Wenn man hier in die Lötwolle einstipst, dann entfernt man also beides und die Lötspitze ist wunderbar sauber für den nächsten Lötvorgang. Es gibt da so einen kleinen Glaubenskrieg, ob man ein nasses Schwämmchen nehmen sollte oder eine Lötwolle. Man sieht es, ich nehme also die Lötwolle. Das Schwämmchen ist nämlich knochentrocken. Normalerweise feuchtet man das an und streift dann die Lötspitze so ein bisschen daran ab. Ich mag einfach diese Variante lieber. Welche besser ist, mag jeder für sich entscheiden. Dann Kondensator, Lötspitze dran halten, Lötzinn wegnehmen, Lötzinn verflüssigen lassen, Lötspitze weg. Und noch ein Kondensator. Man sieht also, die Bauteile haben auch immer jeweils ihren Lochabstand. Bei dem war es ja 2 Löcher nebeneinander. Hier. Und bei dem hier ist es jetzt eben ein Loch dazwischen. Die Bauteile sind also genau auf dieses Rastermaß jeweils angefertigt und passen also ohne Widerstand und ohne Druck in ihre jeweiligen Rastermaßabstände rein. So, abzwicken. Dass jetzt hier natürlich die Lötstellen ineinander verlaufen, liegt selbstverständlich an den Kupferbahnen, die durchgehend sind. Und durch die Kriecheigenschaft verbindet sich dann natürlich das Lötzinn der benachbarten Lötpunkte. Ist also ein wunderschöner Indikator dafür, dass die Temperatur ausreichend hoch gewählt ist, damit sich das Lötzinn schön verflüssigt und dann eben eine gute Kriechfähigkeit zeigt. Das war also die letzte Lötstelle bzw. die letzten beiden Lötstellen. Hier sieht man, wie sich das Lötzinn über die Kupferbahn verbindet. Hier habe ich ein bisschen gekleckst. Und auch hier ist es wieder so, dass man also sehr gut den Kegel erkennen kann, wie sich die Lötstelle von der Kupferbahn zum Bauteilanschluss ausbildet. Und weil Löten üben, üben, üben bedeutet, machen wir noch eben diesen Sockel hier. Auch da, wie zuvor gesagt, erstmal 2 gegenüberliegende Punkte anheften. Und dann erstmal gucken, ob der Sockel soweit drin sitzt. Das sieht gut aus. Bei der Lötdauer ist natürlich schon dran zu denken, dass das Ganze nicht zu lange dauern sollte. Es gibt also genügend Bauteile, die schon den sogenannten Hitzetod gestorben sind, weil einfach zu lange an ihnen rumgebraten wurde. Als Faustregel kann man sich merken, maximal 5 Sekunden für den Gesamtlötvorgang. Länger sollte so ein Lötvorgang nicht dauern. Wenn ich jetzt mal gucke und im Kopf so mitzähle, 21, 22, 23 und das war jetzt schon relativ gemächlich gelötet. Kommt natürlich auch immer ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei diesen verschiedenen Faktoren, es kommt ein bisschen auf die Löttemperatur an der Lötspitze an, es kommt auf das Lötzinn an, es kommt auf die Lötstelle an, sind also verschiedene Faktoren, die diese Dauer, die Lötdauer wiederum beeinflussen. Faustregel bleibt, das Lötzinn muss sich verflüssigen, richtig verflüssigen und die Bauteile umschließen und miteinander verbinden. Die eingestellte Löttemperatur am Lötkolben oder an der Lötstation ist da nicht so eine ganz gute Angabe, weil man natürlich auch gar nicht weiß, wo misst beispielsweise der Lötkolben. Ist es also tatsächlich die Lötkolbenspitze, die da angezeigt wird, oder wird gar nicht gemessen? Ist es vielleicht bei einem Billiglötkolben nur eine Anzeige und die Lötspitze sollte diese Temperatur haben, hat sie aber gar nicht. Also es gilt wieder ausprobieren, testen, üben, 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 bis man eben in seiner Konstellation ausreichend schöne Lötstellen hinbekommt. Die Lötdauer
sollte bei einer Lötstelle nicht mehr als ungefähr 5 Sekunden betragen. Das hält also jedes Bauteil noch halbwegs gut aus. Elektrolytkondensatoren, also beispielsweise dieser hier, das ist so ein sogenannter Elko, deren Kapazität kann durch eine zu lange Lötdauer auch beeinflusst, sprich verändert werden. Man sollte also schon schauen, zügig zu löten, nicht zu schnell, dem Lötzinn die Zeit geben, sich ordentlich zu verflüssigen und die Komponenten zu umschließen, aber eben auch nicht zu lange, um die Bauteile nicht zu überhitzen. Im schlimmsten Fall lösen sich beispielsweise Leiterbahnen von Platinen ab oder es werden auch durch die thermische Einwirkung rundherum andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen. Also einfach nicht zu lange dran rumbraten, damit tut man sich und der Elektronik keinen Gefallen. Nehmen wir mal noch einen Widerstand. Jetzt möchte ich nämlich noch kurz eins zeigen, und zwar, manche Leute machen das so, wenn sie beispielsweise mit dieser dritten Hand, dieser Hilfe löten, damit die Bauteile dann beim Umdrehen nicht rausfallen. Machen Sie es also so, jetzt würde ich also hier meine Platine in meinen Lötständer einhängen, dann biegen Sie also die Beinchen so ein bisschen auseinander, damit das Bauteil nicht nach unten rausfallen kann. Davon rate ich ab, aus dem ganz einfachen Grund, wenn dieses Bauteil mal defekt ist, man hat das schön per Fehlersuche lokalisiert, dann hat man beim Auslöten doch sich ein Problem eingekauft, das man nicht bräuchte. Man kriegt das Bauteil nämlich sehr viel schwerer raus, wenn diese Beinchen eben jetzt schräg abgewinkelt eingelötet sind. Das waren also jetzt mal so ein paar Bauteile eingelötet. Was ich nach dem Löten noch mache auf der Platine, ich nehme mir diese ESD-Bürste und führe die ein paar Mal da drüber. Einfach ein bisschen abrubbeln. Das hat zwei Gründe. Das Flussmittel beim Erwärmen spritzt es etwas auseinander. Man hat dann also so kleine Flussmittelspritzer auf der Platine, die kann man also schön damit wegrubbeln. Der zweite Grund ist schon wichtiger. Auch das Lötzinn selbst kann mal so kleine Kügelchen, die wegspritzen, ausbilden. Und wie es halt meistens so ist, landen sie zwischen zwei anderen Lötstellen und bilden da dann einen elektrischen Kontakt, den man natürlich nicht haben möchte. Die kriegt man dann mit so einer Bürste auch relativ gut weg. Wenn man mit seinem Gelöte fertig ist, kann man noch ein bisschen Lötspitzenpflege betreiben und so die Standzeit einer Lötspitze deutlich verlängern. Diese Lötspitzen sind nämlich ein Verschleißteil, deswegen sind sie auch austauschbar. Der größte Feind dieser Lötspitze ist Oxidation, also sprich der Luftsauerstoff. Also geht man zum Schluss her und macht ein wenig Lötzinn auf die Lötspitze drauf. Da verdampft natürlich das Flussmittel, das raucht ein bisschen, das stört aber nicht. Und wenn dann vorne so eine kleine Kugel an der Lötspitze dran ist, dann den Lötkolben wegstellen und ausschalten. Und durch diese Kugel um die Lötspitze ist die also jetzt von dem Luftsauerstoff abgekapselt und die Oxidation kann da nicht angreifen. Jetzt habe ich ja viel erzählt und einiges gelötet. Leider kann man auch im Rahmen dieses etwas länger gewordenen Videos, sorry dafür, nicht alle Details rund ums Löten erklären. Macht aber nichts, die Grundlagen sind erstmal gelegt. Und Löten lernt man sowieso nicht vom Zuschauen, sondern Übung, Übung, Übung ist das Zauberwort. Also mal losziehen, sich so ein paar günstige Bauteile holen, eine Platine dazu und einfach mal loslegen mit Löten. Sollte es dann trotzdem nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte, mal schauen, ob die Parameter alle stimmen, ist die Löttemperatur in Ordnung. Auch mit einem etwas teureren Lötzinn kann man sich gerade als Anfänger nur einen Gefallen tun und dann wird das schon. Ich möchte nach wie vor alle Leute ermutigen, dass sie sich mal mit dem Hobby Löten beschäftigen, denn es ist wirklich ein sehr schönes Hobby und die Ergebnisse, wenn man so eine funktionierende und schön gelötete Platine vor sich hat, die sprechen einfach für sich.